Hallo Freunde 4. Heutzutage kann man auf Menschen treffen, die noch nie das Internet oder ein Mobiltelefon genutzt haben. Es gibt sogar diejenigen, die weder lesen noch schreiben können. Obwohl es ein seltenes Phänomen ist, ist es wahr. Aber gleichzeitig ist es schwierig, jemanden zu finden, der nicht mindestens ein Kleidungsstück oder Schuhwerk von Adidas getragen hat, und noch schwieriger ist es, jemanden zu finden, der noch nie von der Marke gehört hat. Kein Wunder. Schließlich ist die deutsche Marke heute eines der größten Unternehmen auf dem Sportbekleidungsmarkt. Aber woher kommt dieses Unternehmen, wer hat es erfunden und wie hat alles angefangen? Über all das werden wir heute sprechen. Das Unternehmen Adidas wurde offiziell im Jahr 1949 gegründet, seine Geschichte begann jedoch schon lange davor. Adolf Dassler wurde am 11.03.1900 in einer bayerischen Kleinstadt in einer armen Familie geboren. Sein Vater war ein einfacher Schuhmacher und seine Mutter arbeitete als Wäscherin in der örtlichen Wäscherei Nulter. Es gab keine große Perspektive. Adolf half seinem Vater schon in jungen Jahren und wurde bald selbst Schuhmacherin. Die Familie lebte von Gehaltscheck zu Gehaltscheck in äußerst schlechten Verhältnissen. Deshalb beschloss die Familie im Jahr 1912, ein eigenes Unternehmen für das Nähen von Schuhen zu gründen. Adolf Dassler wurde Firmenchef. Sein Bruder Rudolf schloss sich ihm bald an. Freunde nannten sie Adi und Rudi, die kleine Schuhfabrik der Dursley-Brüder. Wenn man von einer Fabrik überhaupt sprechen konnte, dann war sie mit der Herstellung von Hausschuhen und orthopädischen Schuhen für Sportler beschäftigt. Es befand sich in einer kleinen Wäscherei, in der ihre Mutter arbeitete. Das Geschäft begann langsam, die Nachfrage nach Stiefeletten war groß, aber es war immer noch eine gewöhnliche Schuhwerkstatt. Allein in Deutschland gab es damals mehrere hundert davon. Andere wären vielleicht mit dem zufrieden gewesen, was sie hatten, aber Adolf war besessen davon, das Geschäft auszubauen. Letztlich gelang es ihm, ein Produkt zu schaffen, das damals das Schuhwerk revolutionierte. Im Jahr 1925 schuf Adolf den ersten Fußballschuh der Welt mit Stollen an der Sohle, der ein Jahr später zum Hauptprodukt des Unternehmens wurde. Seine Partner waren einfache Schmiede, Brüder von Zell-Hein, die in ihrer Werkstatt Stecker herstellten. Insbesondere nach Sohlen wuchs die Nachfrage nach Schuhen der Gebrüder Dursley täglich, und so kauften die Brüder 1912 ein eigenes Fabrikgebäude. Die Gebrüder Dassler entwickelten und patentierten zusammen mit Josef Weiß ein neues Schuhmodell mit spitze Kappe und eine neue Sohle, die das Unternehmen berühmt machten, wie es sein sollte. Aber wie bringen sie die Leute dazu, ihre Schuhe zu tragen? Es sollte den Athleten der Olympischen Spiele 1913 in Berlin, der amerikanischen Sprinterin Jessie Owens, gewidmet sein. In den Turnschuhen der Dassler-Brüder gewann er 4 Goldmedaillen und stellte 5 Weltrekorde auf. Auf der Seite der Sportschuhe erschien zum ersten Mal das 2-Streifen-Logo der Dursley-Brüder. Nach diesem sportlichen Spitzenereignis begannen viele Sportler, vor allem aufgrund der damals innovativen Lösung, mit den Sneakers dieser Marke an Wettkämpfen teilzunehmen. Wer hätte gedacht, dass es Ende der 1930er Jahre ausreicht, nur die Stollen auf die Sohle zu schrauben? Der Umsatz des Schwesterunternehmens lag bei über 400.000 Deutschen Mark, umgerechnet 100.000 US-Dollar. Im Jahr 1938 wurden 2 Fabriken eröffnet, insgesamt produzierten beide Fabriken 1000 Paar Schuhe pro Verkaufstag. Sie wuchsen bis zum Zweiten Weltkrieg außerordentlich schnell. Obwohl beide Dassler-Brüder überzeugte Mitglieder der NSDAP waren, wurden ihre Fabriken von den Nazis beschlagnahmt. Die Brüder selbst wurden einst an die Front geschickt. Von den Fabriken aus versuchten die Nazis sogar, mit der Produktion von handgeführten Panzerabwehrgranatenwerfern zu beginnen, aber die Ausrüstung der Fabrik war nicht für diese Art der Produktion geeignet. Deshalb wurde Adolf ein Jahr später von der Armee zurückgeschickt, um Trainingsschuhe für deutsche Soldaten herzustellen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges fiel die bayerische Stadt, in der sich beide Fabriken der Gebrüder Dassler befanden, in die amerikanische Besatzungszone, die älteste der Gebrüder Rudolf. Adolf wurde in ein Gefangenenlager geschickt und war auch Mitglied der NSDAP, aber als Teil seiner Beiträge nähte er Eislaufschuhe, die in die Vereinigten Staaten geliefert wurden, und das rettete ihn und sein Geschäft. Als Entschädigung für die Eislaufschuhe erhielt Dassler eine Renteausrüstung der US-Armee. Das Familienunternehmen musste praktisch bei Null beginnen. Im Jahr 1946. Nach dem Ende der Besatzungszeit kehrte Rudolf in das Familienunternehmen zurück.
Die Brüder begannen wieder mit der Schuhproduktion. In Deutschland herrschte jedoch in den Nachkriegsjahren eine große Rohstoffknappheit. Die anhaltenden Probleme auf den internationalen Märkten eskalierten bis zur Isolation, so dass die Brüder gezwungen waren, den einzig richtigen Schritt zu tun. Sie begannen, Schuhe aus übrig gebliebener Militärausrüstung herzustellen. Als Rohmaterial wurde alles verfügbare Material verwendet, beispielsweise wurden Sohlen aus alten Reifen für militärische Ausrüstung hergestellt, doch unterschiedliche Meinungen über die weitere Ausrichtung und Entwicklung des Unternehmens führten zunehmend zu Streitigkeiten und Auseinandersetzungen. Die gemeinsame Arbeit zwischen den beiden Brüdern funktionierte nicht mehr wie zuvor, und all dies führte dazu, dass sie ihr gesamtes Vermögen aufteilten, so dass die berühmte Marke Dassler nicht mehr existierte, zwei neue Marken Adidas und Puma das Licht der Welt erblickten, die Brüder selbst behielten die Gründe, denn ihr Streit blieb bis an ihr Lebensende ein Geheimnis. Über den Zusammenbruch des Familienunternehmens sprachen die Brüder bis an ihr Lebensende nicht. Puma und Adidas begannen, sehr hart miteinander zu konkurrieren. Adolfos Unternehmen erfreute sich schnell großer Beliebtheit. Dank hoher Qualität und der Einführung von Innovationen wurde Adidas zu einer der größten Sportmarken. 180819149 Adolf verwendete 2 Streifen des Firmenemblems von Dassler, malte 3 darauf und patentierte das Ergebnis als Adidas Firmensymbol von 19152. Das Unternehmen begann mit der Produktion anderer Produkte unter der Marke Adidas Erster. Ein Versuch, das Sortiment zu erweitern, war die Produktion von Sporttaschen, wobei Schuhe das Hauptprodukt blieben. Adolf war auf der Suche nach einem Partner, der die Produktion von Kleidung übernehmen konnte. Am Ende wurde er Eigentümer des Textilunternehmens Seltenreich, bei dem Adi 1000 Sporttrikots mit 3 Streifen entlang der Ärmel bestellte. Nachdem dieses Produkt gerade erst verstaubt war, verliebten sich die Partner so sehr, dass Willi Seltenreich an der Weltmeisterschaft in Bern begann, Kleidung nur für Adidas zu nähen. Im Jahr 1954 gewann die deutsche Nationalmannschaft erstmals mit Fußballschuhen den Weltmeistertitel. Der Marke Adidas kam eine weitere Neuheit des Unternehmens Adidas zugute: abnehmbare Pins an den Sohlen der Fußballschuhe. Nach diesem Triumph stieg der Verkauf von Adidas Fußballschuhen von 800 Paar auf über 2000 Paar pro Tag. Im Jahr 1915 erwarb Adidas sogar die offiziellen Werberechte für die Olympischen Spiele in Melbourne. Seitdem erobert die Marke Adidas triumphal die Weltmärkte. Bisher verfügt der Adidas-Konzern zu jedermanns Überraschung nur über 2 eigene kleine Fabriken, eine in Deutschland und eine in Amerika. Die gesamte Produktion erfolgt auftragsbezogen in 290 verschiedenen Produktionsstätten. 70% davon befinden sich in Asien, 18% in Amerika, 6% in Afrika und 5% in Europa. Allein im Jahr 2018 wurden 409 Millionen Paar Schuhe der Marke Adidas produziert, davon 11% in den größten Fabriken Vietnams. Schuhe machten 58% des Gesamtumsatzes aus. Die Produktion wird unter den 2 Hauptmarken Adidas und Reebok verkauft. Der Umsatzanteil dieser beiden Marken beträgt 90:10. Im Jahr 2018 beschäftigte das Unternehmen 57.000 Mitarbeiter. Der Nettogewinn des Unternehmens betrug fast 2 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Adidas ist der größte Sponsor von Sportmannschaften und den berühmtesten Sportlern auf der ganzen Welt. Mehrfach drohte die Insolvenz des Unternehmens und die weltweit verbreitete und beliebte Marke würde in den Abgründen der Adolf-Dassler-Geschichte verschwinden. Als er auf dem ersten Platz geschäftliche Erfolge bis zum zweiten Platz aufbaute, galt seine große Liebe stets dem Sport und vor allem dem Fußball. Er war ein sehr aktiver Mensch, schon mit 75 Jahren spielte er Tennis und schwamm im Pool Erster. Seine Leidenschaft war das Entwerfen von Schuhen. Er selbst ist an vielen Erfindungen und Innovationen beteiligt, vor allem an Fußballschuhen mit abnehmbaren Stollen, und leitete sein Unternehmen bis zu seinem Tod. Sein Weg zum Erfolg war dornig und lang, gerade dank Adolf Dassler. Es entstand ein Unternehmen, das später zu einem globalen Giganten wurde, Freunde. Und welche ist Ihre Lieblingssportbekleidungsmarke? Schreiben Sie uns unbedingt Ihre Meinung in die Kommentare. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, dort finden Sie viele weitere neue und interessante Videos.